Herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem wöchentlichen IT-News-Format auf meinem Kanal. Mann, war das heute basic. Seht her, eine Relaxo-Tasse. Doch wir starten wie immer mit den Hacking-News. Und ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, Windows war der Hack der Woche, weil man einfach eine Zeile in den Browser einfügen konnte und das Dateisystem vorübergehend zerstören konnte. Diese Woche ist es derselbe Security Researcher, der eine weitere Schwachstelle gefunden hat. Und zwar dort, wo normale User-Prozesse, also das, was ihr quasi gerade laufen lasst, ist ein User-Prozess. Der Browser zum Beispiel ist ein User-Prozess, ihr habt ihn gestartet, ihr seid User. Und auf der anderen Seite hat man ja das System, ja, damit interagiert alles. Das bedeutet, an dieser Schnittstelle kann der User-Prozess dem System sagen, hey, mach mal bitte. Und genau an dieser Schnittstelle, wenn man da nur sagt, hey, mach mal bitte, aber weglässt, was genau man tun möchte, dann stürzt das ganze System ab und man hat einen Blue Screen of Death. Das ist natürlich unangenehm, aber kann natürlich relativ leicht gefixt werden und im Zweifelsfall ist das Schlimmste, was dabei passieren könnte, dass euer System abstürzt. Es ist nichts, was bleibenden Schaden hinterlässt, deswegen nicht Hack der Woche, sondern eigentlich nur sowas Mildes, sag ich jetzt mal. Trotz alledem, Microsoft ist momentan ordentlich in der Kritik deswegen und sollte vielleicht mal ein bisschen mehr testen und so weiter. Vielleicht auch der Übergang auf Open Source Kernel wäre vielleicht spannend. Der nächste Hack geht an Malwarebytes. Das ist eine Firma, die Antivirensoftware und Scanner herstellt und vertreibt an viele Leute und natürlich auch sonst Security macht. Also eine Security-Firma. Und hier muss man sagen, das ist einfach ein absolutes Paradebeispiel, wie man es schafft, gehackt zu werden und trotzdem nicht wirklich Schaden davon zu tragen. Die haben alles richtig gemacht. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Hack des Jahres letztes Jahr im Dezember, wo quasi alle gehackt wurden. Pentagon, Microsoft und so weiter und so fort. Und hier haben wir jetzt auch dieselbe Hackergruppe, die Malwarebytes angegriffen hat. Mittlerweile ist sie bekannt als Dark Halo. Und ja, diese Firma hat es geschafft, über ein, naja, nicht so gutes E-Mail-Schutzsystem, was Malwarebytes eingesetzt hat, in einem veralteten System quasi, darüber in ein System bei Malwarebytes einzudringen. Da ist allerdings nicht wirklich was passiert, weil Malwarebytes offensichtlich ihre Systeme abschottet voneinander. Das bedeutet, dort wo ihr die Malwarebytes Software runterladet, das ist ein völlig anderes System, die können quasi nicht miteinander kommunizieren und deswegen macht das andere bösartige, jetzt bösartige System auch keinen Schaden auf diesem anderen System, wo ihr quasi die Malwarebytes Software runterladet. Das bedeutet, da ist nichts Schlimmes passiert und naja, niemand hat wirklich einen Schaden davongetragen. Eine sehr detaillierte Untersuchung, wie Malwarebytes selbst sagt, hat ergeben, dass nur einige interne E-Mails, die ohnehin nicht wirklich wichtig waren, kompromittiert wurden. Das bedeutet, es ist eigentlich kein Schaden entstanden. Das ist wirklich gut. Der Hack der Woche geht allerdings an Cinnamon. Cinnamon ist eine Desktop-Umgebung für Linux. Das bedeutet, unter Linux habt ihr nicht einfach die Oberfläche, also es sieht nicht immer alles gleich aus, sondern ihr könnt quasi euch eine Oberfläche installieren, die euch gerade passt und naja, manchmal wird eben Cinnamon genutzt. Ich persönlich nutze übrigens auch auf Arch Linux ein Cinnamon als Oberfläche und das heißt, mich hat dieser Hack auch betroffen, aber vielleicht anders als ihr erwarten würdet. Denn der Hack ist im Endeffekt, und den haben zwei sehr kleine Kinder scheinbar beim aus Versehen Rumtippen auf der Tastatur gefunden, dass man den Bildschirmschoner umgehen kann, wenn man diesen Buchstaben hier einfügt. Und naja, das ist natürlich nicht so angenehm, der crasht dann einfach, das ist quasi ein Absturz vom Bildschirmschoner und man ist wieder eingeloggt als ganz normaler Benutzer. Das Problem ist allerdings gewesen, und hier kommen wir quasi schon fast zum Fail der Woche, die Leute von Cinnamon haben das Ganze gefixt, haben es gepusht und haben offensichtlich nicht richtig getestet, denn nach dem Upgrade, was ich gemacht habe, was ich relativ direkt gemacht habe, war der Desktop halt einfach weiß. Also keine Icons mehr da. Der ganze Desktop war quasi nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe alles über das Terminal gemacht, was ich unter Linux machen wollte und habe quasi meine Desktop-Umgebung kaum mehr wirklich benutzen können. Das war schon ziemlich übel, aber mittlerweile ist auch das wieder repariert. Das ging relativ schnell, innerhalb von 2 Tagen war das weg. Trotzdem, 2 Tage Ausfall ist schon relativ hart gewesen. Ich konnte unter Linux zum Beispiel auch nicht aufnehmen, ich konnte nur programmieren und habe dann eben Code vorher geschrieben, den ich dann später noch aufgenommen habe. Und naja, ist schon irgendwie ein bisschen unangenehm gewesen. Für die nächste News habe ich extra eine neue Kategorie eingefügt und zwar die Privacy News. Da geht es natürlich darum, ob ihr gecheckt werdet, beziehungsweise was es da für Neuerungen gibt. Und hier erstmal ein bisschen eine Ausführung. Es geht kurz gesagt um Fav-Icons. Das sind diese Dinger hier. Fav-Icons können zum Tracking benutzt werden. Und zwar folgendermaßen.
Erstmal, was ist Tracking überhaupt? Naja, nehmen wir an, ihr besucht eine Webseite. Das bedeutet, ihr geht auf diese Webseite und die Website speichert sich in eurem Browser tatsächlich ein paar Informationen, nämlich, dass ihr schon mal da wart. Und dadurch wissen die Hersteller der Webseite, welche Webseiten ihr besucht habt. Das bedeutet, sie wissen, ob ihr zum Beispiel einen Flug angeguckt habt von, I don't know, München nach Berlin, ja. Und dieser Flug könnte dann, wenn ihr die Webseite nochmal aufruft, weil ihr daran noch mehr interessiert seid, teurer werden. Auf der anderen Seite sollte er natürlich eigentlich für alle Nutzer gleich teuer sein, aber das ist meistens nicht der Fall. Das ist so das einfachste Beispiel. Das geht noch sehr viel weiter, wird im Endeffekt für Werbung verwendet meistens. Der Punkt hinten dran ist, Cookies werden mittlerweile fast immer geblockt und die meisten wissen das mittlerweile, dass man, wenn man zum Beispiel im Inkognito-Modus ist oder seinen Cache sauber macht, also löscht, dass dann solche Cookies verschwinden und Flüge potenziell wieder günstiger werden. Jetzt hat man allerdings angefangen, mit Fav-Icons ein bisschen rumzuspielen. Und naja, im Endeffekt ist der Browser optimiert ohne Ende. Das heißt, er versucht so wenig Daten wie möglich aus dem Internet runterzuladen. Und deswegen, wenn ihr eine Website besucht, dann speichert sich der Browser eigentlich alles, was da runtergeladen wurde. Also zum Beispiel Bilder und das Fav-Icon, auch wenn nur sehr klein, ist trotzdem ein Bild. Das heißt, dieses Bild bleibt bei euch im Browser-Cache drin, egal ob ihr VPN benutzt, egal ob ihr zum Beispiel sagt, ich blockiere Cookies, diese Bilder bleiben normalerweise drin. Jetzt ist das aber nur ein Bild, das heißt, das Bild ist entweder da oder nicht da. Wie kann die Webseite das identifizieren? Naja, wenn das Bild da ist, dann muss die Webseite das Bild nicht ausliefern. Das heißt, es wird von eurem Browser nicht angefragt, weil es ja schon im Cache drin ist. Und dadurch weiß der Webseitenbetreiber, aha, derjenige hat also diese Website hier schon mal aufgerufen. So, jetzt möchte man damit aber sehr große und sehr viele Tracking-Cookies sozusagen setzen und das geht auch. Und hier kommt der Grund, warum das eigentlich nur mit Fav-Icons gemacht wird und nicht mit richtigen Bildern. Denn richtige Bilder sind meistens zu groß dafür. Man könnte allerdings auch wahrscheinlich einmal einen Pixelbilder benutzen und dann hätte man ein ähnliches Problem. Und zwar, man nimmt einfach jetzt die Tatsache, dass jede einzelne Subdomain, also zum Beispiel studio.youtube.com und youtube.com und dashboard.youtube.com und admin.youtube.com, das sind alles Subdomains, okay? Und die haben alle ihr eigenes Fav-Icon, also ihr eigenes Logo sozusagen. Und jetzt kann man die alle einbinden, so wie man gerade lustig ist und damit quasi bitweise Ja oder Nein sagen. Das heißt, man hat am Ende so eine Art Binärcode. Ist Fav-Icon 1 da? Ja oder Nein? 0 oder 1? Ist Fav-Icon 2 da? Ja oder Nein? 0 oder 1? Und so weiter und so fort. Und dadurch kann man quasi setzen, was man möchte. Und diese Bilder, die werden nicht gelöscht. Das heißt, die bleiben für immer da, erstmal zumindest. Und naja, es gibt nicht wirklich irgendwas, was man dagegen aktuell tun kann. Zum Glück war das Ganze nur ein Forschungspaper. Ansonsten wäre das wahrscheinlich ziemlich übel geworden. Und ja, jetzt ist die Empfehlung der Forscher, bitte das Ganze nachzubessern. Der Win der Woche diese Woche geht an Signal und das, weil sie eine Downtime hatten. Das heißt, sie waren für kurze Zeit nicht oder fast nicht erreichbar. Mittlerweile geht allerdings alles wieder. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum zur Hölle ist das der Win der Woche und nicht der Fail der Woche? Na, ganz einfach, weil so viele von euch zu Signal gewechselt sind, dass Signal einfach unter der Last quasi kurz mal zusammengebrochen ist. Sie hatten einfach so einen neuen Ansturm an Nutzern und das ist was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Ich hoffe, dass viele von euch dahin gewechselt sind und es freut mich für jeden, der dorthin gewechselt ist, weil WhatsApp kann man durchaus hinter sich lassen und auch bei mir privat kann ich es mittlerweile komplett eigentlich sein lassen. Nur noch beruflich brauche ich es leider, aber das ist nicht so tragisch für mich, denn ja, beruflich benutze ich das ein bisschen anders, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich habe eine neue Kategorie für euch und zwar die KI-News. In den KI-News geht es, wer hätte es gedacht, um die KIs. Und heute mit einer ganz besonders stark umstrittenen KI, nämlich einer KI, die euch anhand von eurem Foto in ein politisches Lager zuordnet. Das heißt eher liberal oder konservativ. Das ist quasi die offizielle Deklarierung. Und das ist wirklich sehr problematisch, denn sowas könnte zum Beispiel in China eingesetzt werden, um Systemgegner zu identifizieren. Die KI soll scheinbar eine Genauigkeit von 73% haben. Das bedeutet deutlich besser als raten. Wenn ich raten würde, hätte ich 50%, zu wem wer gehört. Aber 73% ist schon deutlich mehr, aber immer noch nicht wirklich signifikant, meiner Meinung nach. Kann natürlich verbessert werden, aber das ist immer fraglich.
Scheinbar sind die Hauptmerkmale, anhand derer die KI das erkennen soll, die Kopfhaltung und der Gesichtsausdruck. Denn Liberale schauen eher direkt scheinbar in die Kamera und zeigen weniger Abscheu. So der Autor, ich zitiere hier nur. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr umstritten. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Das Argument des Autors war im Endeffekt, wenn man weiß, dass sowas existieren kann, kann man sich darauf vorbereiten. Aber wenn man nicht weiß, dass es existiert, geht das natürlich nicht. Übrigens, derselbe Autor hat schon mal so eine extrem umstrittene KI rausgebracht. Dort wurde anhand eines Bildes klassifiziert, ob derjenige homosexuell oder heterosexuell ist. Und das ist auch schon sehr, sehr gefährlich, denn wenn so eine KI zum Beispiel in einem homosexuell feindlich eingestellten Land eingesetzt werden würde, dann könnte man da sehr, sehr viel Unheil damit anrichten. Gut, weiter geht's mit den Politik-News. Und ja, es geht nochmals um die Crypto Wars. Crypto Wars ist aktuell ein Sammelbegriff dafür, dass die Regierung ganz gerne die Verschlüsselung abschaffen möchte, damit sie quasi Strafverfolgungsbehörden alle Möglichkeiten zur Verfügung stellt, private Chats lesen zu können. Und auf der anderen Seite der security-affine Bürger, der ganz gerne privat mit seinen Nächsten und Liebsten kommunizieren möchte. Und ja, hier gibt es neue Entwicklungen, denn Golem hat eine Antwort von der EU-Abgeordneten erhalten, die sich mit diesem Thema befasst. Und ihre Antwort ist ähnlich doppeldeutig wie die von unserer Regierung, denn auch sie sagt auf der einen Seite, man möchte eigentlich die Strafverfolgungsbehörden stärken, man möchte, dass die Chats lesen können. Auf der anderen Seite möchte man aber die Verschlüsselung nicht komplett abschaffen. Und wie das geht, das ist eigentlich schon fest definiert worden mal vor einer Weile, das habe ich auch schon mal vorgestellt, und zwar, dass man quasi sozusagen mit den Strafverfolgungsbehörden permanent in einem Dreier-Chat ist. Das heißt, ihr schreibt mit eurer Freundin, mit eurer Mutter, die Polizei kann quasi mitlesen. Das funktioniert so, dass ihr, wenn ihr eine Nachricht schreibt, automatisch nicht nur für euer Gegenüber verschlüsselt, also für eure Mutter zum Beispiel, sondern auch zusätzlich mit einem zweiten Schlüssel für die Polizei mit verschlüsselt. Und ja, das kann dann natürlich eure Mutter immer noch lesen, die Polizei kann es auch lesen, sonst eigentlich niemand. Das heißt, die eigentliche Verschlüsselung wird nicht abgeschafft, aber die Polizei kriegt trotzdem Zugriff auf die Chats. Und das halt präventiv, weil man im Nachhinein nicht mehr entschlüsseln kann. Wenn man auf der Seite der Strafverfolgungsbehörden denkt, okay, mehr Verfolgung ist nötig, dann ist das eine Möglichkeit, wie man quasi Verschlüsselung untergraben kann, ohne sie abzuschaffen. Ein Freund davon bin ich allerdings trotzdem nicht unbedingt, denn ich möchte nicht unbedingt, dass jetzt jeder bei der Polizei alles mitlesen kann. Ist ein bisschen schwierig. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne nochmals in die Kommentare unten, aber es scheint, als würde die EU das ähnlich sehen wie die CDU. So, und abschließend möchte ich mal wieder wie immer mit dem Bericht der Woche, und der ist sehr faszinierend. Es geht um eine KI, aber es ist eine hypothetische KI. Und das bedeutet, diese Forscher haben quasi versucht herauszufinden, was wäre denn eigentlich, wenn? Und zwar, wenn wir eine Super-KI haben, also eine KI, die nicht nur eine Aufgabe hat. Also aktuell haben wir zum Beispiel Bilderkennungs-KI, ja? Die kann erkennen, da ist eine Katze drauf, da ist ein Hund drauf. Auf der anderen Seite, eine Super-KI wäre eine generalisierende KI, und wir arbeiten tatsächlich an vielen Stellen auf Generalisierung hin. Zum Beispiel auch Googles Gaming-KI, ja, AlphaGo hat es vorgemacht und dann ging es weiter mit MuZero und so weiter. Die versucht zu generalisieren, dass sie Regeln von Spielen lernen kann. Und diese Super-KI in diesem hypothetischen Szenario, die geht davon aus, oder man geht davon aus, dass die quasi selbst neue Dinge lernen kann. Also zum Beispiel selbst lesen lernen kann, selbst sehen lernen kann, selbst hacken lernen kann, selbst eben alles machen kann. Und diese Arbeit befasst sich damit, könnten wir diese Super-KI eigentlich noch kontrollieren, oder würde diese KI dann am Ende uns kontrollieren? Und die erschreckende Antwort ist, wir wären wahrscheinlich nicht in der Lage, diese Super-KI einzudämmen, denn man müsste dafür quasi Kontrollmechanismen aufbauen. Also man müsste quasi schauen, wann diese Super-KI eigentlich uns Menschen potenziell bösartig gegenüber wird. Und das bedeutet, ab wann möchte sie eigentlich die Menschheit vernichten, weil sie sagt, hey, wir sind nur Parasiten für die Erde und nicht mehr wirklich hilfreich. Und diese Kontrollmechanismen, die würden in diesem Szenario höchstwahrscheinlich als allererstes von der KI ausgeschalten werden, weil diese KI kann ja alles lernen, das nehmen wir ja an.
Und wenn diese KI uns böse gesinnt ist, dann wäre das quasi der erste Angriffspunkt, bevor wir irgendwas machen könnten. Da die KI aber alles lernen kann und damit schlauer ist, kann sie auch diese Kontrollmechanismen einfach aushebeln und naja, man wäre quasi wieder in der Steinzeit. Alles in allem super gefährliches Szenario, aber interessant finde ich, dass das Ganze sogar auf der theoretischen Informatik beruht. Das heißt, wenn ihr euch mit Sprachentheorie und Komplexitätstheorie etc. ein bisschen auseinandersetzen wollt, schaut da definitiv mal rein, ist sehr, sehr interessant und kann ich nur empfehlen. Ist allerdings nicht ganz einfach zu lesen, auch an manchen Stellen. Aber ja, gönnt euch. Das war's von meiner Seite. Ich muss hier allerdings noch kurz ein paar Worte sagen, und zwar, ich werde nächste Woche Dienstag oder halt unter der Woche kein Video machen. Es geht erst wieder weiter mit den IT-Trends. Grund dafür ist, dass ich ein etwas längeres Selbstexperiment wage, was ihr dann wahrscheinlich die Woche drauf sehen werdet, je nachdem, wie ich mit dem Schneiden hinkomme. Freut euch darauf, wenn ihr Bock drauf habt, abonniert den Kanal und die Glocke nicht vergessen, weil es ist wichtig, die Glocke zu drücken, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.